der Drohne 40 Minuten alle Squid Game 2 Charaktere überwachen. Das bedeutet, den Frontman, den Wächter, den Spieler, die Puppe werden wir heute mit der Drohne überwachen. Und das Ganze 40 Minuten lang. Aus diesem Grund schaut das Video bis zum Schluss und lasst jetzt einen dicken Like da. Bevor wir jetzt die Drohne starten, werden mit euch zusammen den roten Wächter zerstören. Ihr seht es schon, die Lunte brennt und den stecken wir jetzt hier rein. Runter. Oh mein Gott, er brennt. Oh mein Gott, es ist ein perfektes Zeichen. Ihr schaut dieses Video bis zum Ende. Leute, lasst jetzt mal alle ein Like da. Wir werden jetzt gleich sofort die Drohne starten und alle Squid Game Charaktere mit der Drohne überwachen. Wir sind jetzt direkt auf dem Weg zur Squid Game Staffel 2 Arena. Weil wir wollen ja den Wächter operieren. Schau mal, Flexi, da unten sehe ich schon was Rotes. Könnte das der Wächter sein? Rot ist ein gutes Zeichen. Es ist der Wächter. Es ist der echte Wächter aus der Staffel 2 und er bewacht den Eingang der Arena. Aber schau mal, wie gefährlich der aussieht. Und der bewegt sich kein Meter. Als wie wenn er auf der Stelle stehen würde. Und schaut mal, was er in der Hand hat. Das kennt ihr alle. Damit eliminiert er immer alle Spieler. Zum Glück sind wir nur mit der Drohne vor Ort und sind nicht wirklich dort bei der Arena von Squid Game. Flexi, ist dieser Wächter echt? Er sieht nämlich aus wie eine Puppe, weil er sich nicht bewegt. Doch jetzt! Er hat sich bewegt. Gott sei Dank, auf jeden Fall. Es ist der echte Wächter von Squid Game 2. Ihr lasst ein Like da. Und genau diesen Wächter möchten wir heute aufschneiden und operieren. Dazu müsste er natürlich erst einmal zu uns kommen. Schau mal, ist das vielleicht sein Boss? Natürlich sein. Oh. Nein, er zielt auf das Auto. Aber warum denn? Weil keiner sich der Arena nähern darf. Oder da sind Spieler drin. In der Squid Game Arena? Natürlich im Auto. Nein, der hat doch auf das Auto gezielt. Ihr habt's genau gesehen. Er will das Auto mit den Spielern eliminieren. Das glaube ich nicht, Flexi. Warte. Warte, was ist? Jetzt steht er wieder einfach nur da. Ja, warte. Ich glaube, er kriegt gerade einen Funkspruch rein. Telefoniert er? Er telefoniert gerade. Mit wem? Vielleicht mit dem Frontman? Mit dem Chef von ihm? Dem Chef? Oder vielleicht mit dem anderen Wächter? Das kann natürlich sein. Ihr wisst ja, es gibt das Dreieck, den sehen wir hier, den Kreis und das Viereck. Das Viereck, das kann natürlich sein, dass er mit dem Wächter... Er bewegt sich weg. Nach dem Anruf bewegt er sich weg. Er muss irgendwas aufs Ohr bekommen haben. Das bedeutet, vielleicht ist auch ein Schichtwechsel. Vielleicht kommt jetzt ein anderer an diese Stelle. Das ist egal. Wir werden jetzt mit der Drohne diesen Wächter verfolgen. Und wenn wir einen anderen Wächter sehen, vergesst nicht, wir verfolgen nur den mit dem Dreieck. Ja. Egal, ob jetzt ein Wächter kommt mit Viereck. Warte. Er bleibt stehen. Er bleibt stehen. Warum? Da kommt ein Auto. Habt ihr das gesehen? Schon wieder ein Auto. Hä? Okay. Warte, er läuft weiter. Ich glaube, in den Autos werden, wie du gesagt hast, die Spieler transportiert in die Arena. Ein Auto nach dem anderen, ein Spieler nach dem anderen. Hast du gesehen? Er hat salutiert dem Auto. Echt? Leute, das bedeutet, in diesem Auto war auf jeden Fall ein anderer Wächter und Spieler. Natürlich, aber er läuft jetzt auf jeden Fall weiter. Okay, aber wohin? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall den Weg lang. Ihr seht ja, überall sind Zäune und hinter diesen Zäunen befindet sich die Arena. Warte. Wohin geht er? Er geht zu einem Eingang? Nee, doch. Er bewacht den Eingang. Er bewacht den Eingang, vielleicht von einem Spiel. Ist das das Spiel? Ja, du siehst doch im Hintergrund auch irgendwelche Sachen, eine Badewanne und sowas. Ja, natürlich. Er bewacht gerade ein originales Squid Game Spiel. Vor allem von Staffel 2, Squid Game 2. Wahnsinn, 2. Ich glaube, er hat unsere Drohne entdeckt. Nein! Du bist zu nah dran. Ich flieg mal nach rechts. Doch. Er folgt mit seinem Kopf unserer Drohne. Ganz genau, er hat unsere Drohne gesehen. Und was macht er jetzt? Aber er bleibt ruhig. Er zieht auf uns. Du musst weg. Ich flieg nach hinten. Seht ihr das? Er darf die Drohne auf keinen Fall erwischen. Guck mal, da sind so Stäbe, fast welche geknallt. Oh nein, pass auf. Er hat nicht mehr auf uns gezielt, er hat es runtergenommen. Natürlich, weil wir auch mit der Drohne weggeflogen sind. Das heißt, ich flieg wieder näher. Das Gute ist, er hat unsere Drohne nicht kaputt gemacht. Aber er weiß jetzt, dass wir mit der Drohne dort sind. Aber es ist ihm egal, du siehst es ja. Er hat natürlich was anderes zu tun. Er muss die Spiele und die Arena bewachen. Er geht wieder zurück? Nee, sag mir jetzt, er geht wieder genau da zurück, wo wir ihn gerade als erstes gesehen haben. Aber warum? Ich weiß es nicht. Hä? Wir bleiben dran, wir verfolgen diesen Wächter. Und wir konnten das Telefonat ja leider nicht mithören. Schade, ich hätte gerne gewusst, wer da am anderen Ende war. Aber du weißt, wir brauchen ihn, weil wir ihn am Ende operieren möchten. Jetzt ist nur die Frage, wie können wir diesen Wächter hier zu uns auf den Operationstisch locken? Ich weiß es nicht, wir sind ja nur mit der Drohne vor Ort. Wir wollen ihn aufschneiden, wir wollen ihn untersuchen, wir wollen wissen, wie er lebt, was mit ihm los ist. Und was in einem Wächter von Squid Game drin ist. Was passiert da? Schau mal, ich glaube, er guckt uns wieder an. Nee, er guckt an uns vorbei. Ja, das ist schon mal sehr gut. Nein! Oh, er zieht wieder auf uns. Oh, wir müssen wieder wegfliegen. Soll ich? Nee. Er kommt auf uns zu. Warte, er folgt uns. Warte, das ist aber eine gute Idee. Warum? Er könnte doch dann irgendwann
Mit der Drohne die Drohne folgen. Das ist gut. Du meinst, wir fliegen die Drohne nach Hause und er läuft der Drohne hinterher? Ja, wenn das funktionieren würde. Aber er bleibt dann immer wieder stehen und kehrt wieder zurück zum Ausgangspunkt. Dann lass uns ihn doch anrufen und dann sagen wir ihm, dass er soll der Drohne folgen, dass wir spielen wollen. Ja, das ist eine gute Idee. Ruf den Wächter an. Ihr könnt es sehen, wir rufen jetzt den echten Wächter an. Hoffentlich geht er auch ran. Er muss rangehen, genau den Wächter, den wir gerade mit der Drohne überwacht haben. Wir sind Dr. Cayman und Dr. Flexi und wir möchten ein Squid Game Spiel spielen. Genau, wir sind uns dem Risiko bewusst. Wir wissen, was passiert, wenn wir verlieren. Und wenn wir gewinnen, dann sind wir Millionäre. Ja, wir kennen die Spielregeln. Wächter, wir möchten, dass du uns von uns zu Hause abholst. Komm uns besuchen bei uns zu Hause. Du hast ja unsere Drohne gesehen. Wir fliegen mit unserer Drohne zu uns nach Hause und am besten wäre es, wenn du, Wächter, dieser Drohne folgst und dann kannst du genau zu uns nach Hause kommen. Einfach unserer Drohne folgen. Okay, bis gleich. Ciao. Hast du das gehört, Flexi? Er kommt. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass er auch unserer Drohne folgt. Es hat geklappt, Mann. Wir haben ihn angelockt und jetzt wird er einfach nur unsere Drohne folgen bis zu uns nach Hause und dann wird der Wächter von Squid Game 2 operiert. Ihr könnt es sehen, der Wächter hat aufgelegt. Hoffentlich folgt er uns. Wir müssen es testen und nicht, dass er uns verarscht hat. Er muss jetzt der Drohne folgen. So kann er endlich zu uns nach Hause kommen. Deswegen fliege ich auch direkt näher. Ihr seht es, wie nah ich jetzt am Wächter bin, aber er guckt nicht zu unserer Drohne. Warum? Aber ich glaube, er wird kommen. Warum? Weil wir gesagt haben, dass wir ein Squid Game Spiel spielen wollen. Und das kann er sich doch nicht entgehen lassen. Der braucht doch immer neue Spieler. Gerade für Squid Game 2 braucht man neue Spieler. Immer neue Spieler und die meisten verlieren ja. Und dann hat der Wächter seinen Spaß. Flexi, er hat uns im Visier. Siehst du das? Aber er bewegt sich zielt auf uns. Ja, das bringt uns nichts. Er muss der Drohne folgen, indem er uns hinterherläuft. Also der Drohne. Warte mal, da fliegt ein Vogel auf der Stelle. Der Vogel bleibt stehen. Zieht er auf uns oder auf den Vogel? Was macht denn der Vogel da? Hä? Moment mal, wieso ist da jetzt ein Vogel? Er hat auf den Vogel gezielt, aber wieso kann ein Vogel auf der Stelle stehen? Das weiß ich auch nicht. Aber er soll nicht dem Vogel folgen, sondern unserer Drohne folgen. Aber du siehst, der Wächter hat die Arena bewacht, selbst vor einem Vogel. Ja, aber er bewegt sich immer noch nicht. Er bleibt wieder an der gleichen Stelle einfach stehen. Ich flieg mal direkt Hier sind wir. Auf sein Gesicht, damit er uns sieht. Jetzt hat er uns. Jetzt hat er uns, warte. Wächter, du musst uns nur noch folgen. Hallo. Wir haben es doch am Telefon gesagt. Bitte, Wächter, folge einfach der Drohne, so kommst du zu uns nach Hause. Aber du siehst es, er folgt auch der Drohne mit diesem Werkzeug, das er in der Hand hält. Er muss aber mit den Beinen sich bewegen. Ja, ja. Hat er es jetzt endlich kapiert? Ich mach die Kamera hoch und runter, damit ich ein Ja Das bedeutet ein Ja. Und jetzt fliegt man ein bisschen zurück, um zu schauen, ob der Wächter auch wirklich der Drohne folgt. Es funktioniert.
Er bewegt sich! Leute, der echte Wächter aus Squid Game 2 bewegt sich! Das bedeutet, ihr lasst einen fetten Like da. Unsere Operation kann gleich beginnen, Leute. Jetzt musst du nur noch in die richtige Richtung fliegen, nämlich zu uns nach Hause. Und ich darf die Drohne jetzt nicht abstürzen lassen, sonst ist er nicht... Nee, dann ist es alles vorbei, dann ist die Operation fertig. Oh mein Gott, Flexi, du siehst, wie nah er ist, Mann. Wir sind gleich zu Hause. Eben. Was macht er? Warte, er weiß nicht, wo lang. Ach so, er weiß nicht, ob gerade... Ja, rechts. Ach so, ich muss nach rechts fliegen. Du musst ja dahin fliegen. Ja. Wir können es ihm nicht zeigen oder sagen. Natürlich, hier, wir fliegen nach rechts. Richtig, sehr gut. Okay, er folgt uns. Das ist auch der richtige Weg. Bald ist er bei uns zu Hause und dann kann die Operation starten. Ihr seht es, er läuft jetzt unserer Drohne hinterher auf Schritt und Tritt. Und wenn er hier ist, dann schneiden wir ihn auf und gucken rein. Wir operieren den Wächter aus Squid Game 2. Das wird die beste Squid Game Operation des Jahres. Ihr lasst fleißige Likes auf dieses Video da. Oh mein Gott! Da ist der rote Wächter! Er wird jetzt gleich das Spiel wahrscheinlich... Er hat in die Luft geschossen und jetzt wird er wahrscheinlich die Spielregeln erklären, oder was? Und schau mal, alle drei machen nichts mehr, stehen einfach nur noch da. Ihr seht es, der rote Wächter gibt Anweisungen, was die Spieler zu tun haben für das nächste Spiel. Ich glaube, er erklärt irgendwas. Er zeigt dahin und ihr müsst dahin und du musst dahin. Dann irgendeine 2 oder eine 3? Eine 3? Squid Game 3? Okay, Squid Game 3 wahrscheinlich, oder? Er zeigt dir auf diese Linie. Ihr seht diese gelbe Linie auf dem Boden? Da ist irgendwas auf dem Boden, sowas Gelbes, eine Schnur. Vielleicht hat diese gelbe Schnur was mit dem neuen Spiel zu tun, Leute. Ihr dürft nicht abschalten. Lasst einen dicken Like da und abonniert unseren Kanal, bitte. Was wollt ihr raus? Eine gelbe Schnur, wie du es gesagt hast. Doch, eine gelbe Schnur. Und er schmeißt sie auf den Boden. Die Spieler sollen jetzt auf jeden Fall die Schnur aufheben, oder? Ja, sie machen es auch, du hast komplett recht. Die Spieler warten wirklich auf das nächste Spiel. Und der Wächter zeigt auf jeden Spieler jeder eine Schnur. Okay, und was passiert dann? Ich weiß es nicht, aber jeder hat jetzt eine Schnur. Leute, jeder Spieler hat genau eine gelbe Schnur in der Hand. Und der Wächter erklärt weiter das Spiel. Leider haben wir keinen Ton, schade, dass wir nicht hören, wie das Spiel ausgeht. Aber ihr könnt ja mitraten, was spielen wir jetzt? Geht! Leute, der Wächter geht! Okay, das heißt, das Spiel beginnt jetzt gleich, oder? Ich würde mal sagen, ja. Aber ihr dürft nicht vergessen, wir brauchen einen von diesen 3 Spielern, damit wir ihn aufschneiden können, um zu gucken, was in ihm drin ist. Was ist drin? Und am besten natürlich den Spieler 4, 5, 6. Guck dir das mal an, Flexi. Das ist doch kein Spiel, oder? Ist das Spiel, dass man sich gegenseitig mit der Schnur hänselt? Also so ein Squid Game Spiel gibt es nicht. Dass man so eine Schnur hat und die dann so hin und her schwingt. Okay, das gibt es auf keinen Fall. Wir schauen mal weiter. Vielleicht ist es ja doch das Spiel, Flexi. Oder die machen nur Spaß. Oder? Oder die wissen gar nicht, dass sie in dem Squid Game Spiel sind. Der Wächter kommt zurück. Der kommt zurück. Oh, habt ihr das gehört, Leute? Das kann doch nicht sein. Der ist wütend. Weil sie nicht gespielt haben. Weil das gar nicht das Spiel ist. Natürlich nicht. Ah, der hat ihnen jetzt was erklärt und guck mal, die gehen alle auf den Boden und die binden sich die Schnur um die Füße. Oh mein Gott, dann kannst du ja gar nicht mehr laufen, wenn du so eine Schnur hast um den Beinen. Vielleicht ist das Spiel. Sie müssen mit verbundenen Beinen diese Schnur entlang laufen, diese gelbe. Ja, nicht laufen, wahrscheinlich dann eher hüpfen, weil laufen geht nicht. Du hast recht, die müssen hüpfen, wenn sie nicht mehr laufen können. Und schaut mal, die stehen jetzt genau wie in einer... Doch, die hüpfen. Sie hüpfen. Das Spiel geht los. Leute, das erste Spiel von Squid Game beginnt jetzt mit uns auf der Drohne. In echt, Leute, das ist das echte Squid Game. Oh mein Gott, jetzt bin ich gespannt. Es gibt 3 Spieler. Leute, lasst mal ein Like da. Welcher Spieler von denen gewinnt? Ich weiß es nicht, Mann. Ich hoffe aber 4, 5, 6, 456. Er muss gewinnen, weil den wollen wir ja aufschneiden. Schau dir mal Spieler 1 an. Was macht der? Wow, der schuckt einfach den Spieler und seine Schnur ist aufgegangen. Natürlich, das nennt man Konkurrenz. Es gibt nur einen Gewinner. Und der Spieler 4, 5, 6 macht sich die Schnur wieder zu. Und damit ist er jetzt letzter Platz, weil er ganz hinten ist. Und es gibt nur 2 Stühle und das heißt, es können nur 2 Leute gewinnen. Hast du gesehen, der ist gestolpert über irgendetwas. Das nenne ich Karma, Leute. Er hat das zurückbekommen, was er dem Spieler 4, 5, 6 angetan hat. Und er steht auch nicht mehr auf. Okay. Jetzt wird er überholt, Leute. Es ist wie ein Wettrennen. Ich glaube echt, es können nur 2 von diesen 3 gewinnen. Der eine hilft ihm gerade auf. Obwohl der Spieler 001 in 4, 5, 6 umgeworfen hat, hilft ihr ihm? Okay, das ist echt cool, dass er dem hilft. Aber es ist ein Wettrennen. Aber jetzt schon wieder. 001 hat schon wieder geschuckt. Ja, aber schau mal. Und da vorne der erste Spieler, der gewinnt ja dann. Leute, das ist ja krass. Leute, das ist echt spannend. Nein. Wer gewinnt? Oh nein. Der erste Spieler ist gerade hingefallen und die 001 auch. Okay, jetzt kann man überholen. Jetzt ist es ja wieder alles Gleichstand. Das ist ja ein richtig cooles Wettrennen. Das ist ja super spannend. 001 ist auch wieder hingeflogen. Okay, 001 scheint jetzt ganz, ganz vorne zu sein. Aber ihr kennt es ja aus dem Squid Game der Serie bei Netflix. Da betrügen die auch. Und man weiß nie, was als nächstes passieren kann. 001 schon wieder hingefallen. Und der Freund ist kein Freund. Der Freund kann auch der Feind sein. Man weiß es eben nicht. So ist Squid Game. Schau dir das an. 001 hat es geschafft als erster. Und wir brauchen 4, 5, 6, 4, 5, 6. hat es auch geschafft. Gott sei Dank, Leute. Aber gibt es aber jemand, der verloren hat?
Diese eine Person da. Der dritte Spieler, der hat verloren. Es gibt nur 2 Sitze. Und er oder sie fällt hin. Sieht aus wie ein Mädchen. Leute, es gibt ja nur 2 Stühle. Das bedeutet, dieses Spiel können nur 2 Spieler gewinnen. Der rote Wächter kommt nicht, dass jetzt irgendwas Spannendes passiert. Nein, ich hoffe es nicht. Was macht denn der rote Wächter jetzt da? Oh, Das Spiel ist vorbei. Ich kann gar nicht hingucken. Oh nein, doch. Nein. Nein, oder? Was passiert da jetzt wirklich? Das, was ich denke. Ihr habt's gesehen. Spieler eliminiert. Dieser Spieler, disqualifiziert. der das verloren hat, wurde einfach so eliminiert. Warum? Verloren. Aber darum geht's ja im Squid Game. Es kann nur einen Gewinner geben und wir brauchen auch nur einen Spieler, den wir heute aufschneiden. Und es gibt noch 2 Spieler. 001 und 456. Okay, der hat jetzt gerade irgendwas erklärt, dass die 2 überlebenden Spieler sich da hinstellen sollen. Und schaut es euch an. Leute, lasst mal alle ein Like da für diesen dritten Spieler, der leider verloren hat. Hey, da ist noch ein Wächter. Da ist ein zweiter Wächter. Ihr seht es, da kommt ein zweiter Wächter. Zweiter Wächter gleich zweites Spiel. Der Wächter holt irgendwas aus seinen Taschen. Was ist das? Ich muss mal näher ranfliegen. Was ist denn das, Leute? Seht ihr, das könnte das die Murmeln sein oder so? Das sind CDs. Was? Ein CD-Spiel? CD-ROM? Gibt's das noch? Ich habe keine Ahnung. Was machen die damit? Okay, die haben damals auch mit Murmeln gespielt. Der Wächter behält eine CD, er macht sich kaputt, er schmeißt sie auf den Boden. Okay, es gibt das Murmelspiel, warum sollte es nicht das CD-Spiel geben? Was macht der Wächter jetzt mit seiner Waffe? Ich glaube, das Spiel geht jetzt los, Leute. Ist das Start? Ihr habt den Startschuss gehört, oder? Okay. Okay, was machen die machen 2 Spieler? Die diskutieren. Wahrscheinlich- Die reden miteinander. Hä, nee, das ist doch kein Spiel. Tanzen die jetzt gerade oder was machen die? Leute, die Spieler tanzen doch gerade mit diesen CDs, wo der rote Wächter gebracht hat. Okay, aber ich glaube nicht, dass der rote Wächter das gerne sieht, Ja, aus dem sowas. Kopf und so. Ich glaube nicht, dass das das Spiel ist. Wow, habt ihr es gehört? Jetzt kommt der rote Wächter zurück. Ich glaube, das war ein Warnschuss, Leute. Nein! Wo ist denn der Wächter? Was kann ich denn 3 Warnschüsse, das bedeutet, der Wächter ist richtig sauer. Die müssen das Spiel spielen. Er will, dass sofort das Spiel gestartet wird. Oh, guck mal, was machen die? Warum was? Ich kenne das Spiel. Oh nein! Das ist CD-Werfen. Natürlich, eine CD landet so oder auf der anderen Seite und so gibt es einen Gewinner und einen Verlierer. Und der Gewinner ist bei dem, wo die CD oben offen landet. Schaut Oh. es sich an, das ist ein Unentschieden. Das ist ein Unentschieden zum Beispiel. Okay. Wir müssen hoffen, dass 456 gewinnt. Aber das ist, der 456 hat schon eine Runde gewonnen. Okay. Und jetzt wieder Unentschieden. Unentschieden, Leute. Boah, das ist echt spannend, Mann. Wer gewinnt dieses zweite Squid Game Spiel? Boah, beide Unentschieden. Beide unentschieden, was? Beide unentschieden. Ihr habt's gesehen, die muss so aufgedeckt sein, die CD. Okay, was passiert jetzt? Oh nein, eine aufgedeckt, eine nicht. Das heißt, 456 hat gewonnen. Best of 3, 2 von 3 Runden hat 456 gewonnen. Natürlich, 001 liegt am Boden. Warum? Er hat verloren. Er weiß, was jetzt Da passiert. kommt jemand, da ist ein Schatten. Ich sehe den Schatten. Das kann nur einer sein. Der Wächter. Was passiert jetzt? Ja, was wohl? Ich kann gar nicht hinschauen, Leute, schaut nicht hin. Ja, ich kann auch nicht. 001, tschüss. Das war's mit 001. Das bedeutet, wir haben 456. 456 hat überlebt. Das bedeutet, wir können heute 456 operieren. Deshalb habt ihr eingeschaltet. Wir wollen ihn unbedingt aufschneiden. Schaut euch das an, Mann. Der rote Wächter hat dem Spieler 456 die Hand gegeben. Weil er der Gewinner ist. Von 3 Spielern gibt es jetzt einen Gewinner und das ist Spieler 4, 5, 6. Und wie beim Spieler zuvor, der Trotzdem- eliminierte Spieler wird aufgeräumt. Leute, lasst ein Like da, auch für diesen Spieler 001. Er hat wirklich gut gekämpft. Rest in Peace, du hast es für unser Video getan. Finde ich Eben. richtig cool. Aber jetzt, Leute, müssen wir uns konzentrieren, dass wir Spieler 4, 5, 6 irgendwie zu uns nach Hause holen. Warum? Der Wächter ist jetzt gegangen, 456 ist hier. Wie schaffen wir es, 456 den Spieler 456 zu uns nach Hause zu locken? Vielleicht sollten wir uns mit der Drohne irgendwie bemerkbar machen, dass er uns sieht. Sehr gute Idee. Ich flieg mal Ihr ein bisschen seht uns näher ja ran. auch. Okay, vielleicht entdeckt er uns. Die Drohne ist ja ein bisschen laut. Wir müssen nur näher ranfliegen. Oh, er hat uns entdeckt. Er hat uns entdeckt. Perfekt. Hey! Hi, hallo. Siehst du uns? Hörst du uns? Kannst du zu uns kommen? Aber er hört uns ja nicht. Nein, er hört uns nicht. Wir müssen irgendwie mit der Drohne, wie auch Ja. bei den anderen Videos. Ja, so- ja. Ich mache mit der Kamera hoch und runter. Das heißt ja. Ja. Er hat gesagt, ich komme zu euch. Ja, habe ich gesagt. Weil du gewonnen hast. Wir helfen dir hier. Das heißt, er muss jetzt nur noch uns folgen. Ja, einfach der Drohne folgen. Und du weißt, wo es lang geht? Ich fliege mit der Drohne zu uns nach Hause. Jetzt direkt und hoffentlich folgt das Spiel auch noch. Ich hoffe es. Aber wieder hingefallen. Er ist noch schwach von den Spielen. Natürlich, und guckt euch auch mal das Spielfeld an. Voller Löcher und Gruben. Aber er muss sich beeilen. Steh auf, bevor der Wächter zurückkommt. Er steht auf, Leute. Das ist unsere Chance. Gleich haben wir ihn bei uns zu Hause. Ja, loslaufen. Warte mal, da hinten. Der rote Wächter rennt ihm hinterher. Er sieht, dass er abhauen will. Oh, Pass auf. was macht er? Rennspieler, Dreh dich Rennspieler. nicht um. Renn zur Drohne. Renn zu uns. Schneller, schneller. Genau, sehr gut, sehr gut. Er kommt zu uns. Und ihr Schneller. seht, der Wächter folgt ihm. Er hat aber keine Chance, der Wächter. Der Spieler ist viel schneller. Nein, der Wächter ist stehen geblieben. Der steht geblieben. Der lässt ihn laufen. Der dreht um, der Wächter. Wer ist der Spieler? Leute, lasst ein Like da. Wir haben die Puppe gefunden und die spielt gerade mit einem Spieler ein Spiel. Ich flieg näher ran, aber er verdeckt seine Nummer. Ich sehe seine Nummer nicht, Leute. Weil rotes Licht ist, bewegt er sich nicht. Es ist die 001. Ihr habt es gesehen. Und die Puppe hat sich gerade umgedreht. Das heißt, der Spieler kann wieder laufen. Er Ja, läuft. loslaufen.
Jetzt bleibt sie wieder stehen, oder? Der Puppe hat sich umgedreht. Freunde, es ist so spannend, dass wir jetzt live auf der Drohne rotes Licht, grünes Licht sehen. Ich bin echt gespannt, ob der Spieler dieses Spiel gewinnen kann. Wenn ihr denkt, er gewinnt, lasst ein Like da. Aber der Spieler stellt sich richtig flink und gut an. Er läuft links, rechts, um der Puppe zu entkommen. Sie guckt wieder, Das heißt, der Spieler darf sich nicht bewegen. Er hat sich nicht bewegt. Normalerweise müsste es weitergehen, oder? Er zittert nur ein bisschen, aber das zählt nicht als Bewegung. Das ist perfekt. Dreht sich jetzt die Puppe gleich wieder um? Jetzt hat sie sich umgedreht. Los, lauf nach vorne, Spieler, lauf nach vorne. Er ist aber langsam, er hat ja auch wenig Zeit. Natürlich, er schleicht sich an und bleibt stehen. Ihr lasst jetzt erstmal einen fetten Like da dafür, dass ihr Squid Game live in echt auf Drohne seht. Das ist krass, wir haben die Puppe gesucht, gefunden und was ist? Sie spielt ihr Spiel. Ihr seht es ist nicht nur eine kleine Plüschtierfigur-Puppe, wie diese hier. Es ist die originale, echte Puppe in Lebensgröße. Und genau die wollen wir mit euch zusammen aufschneiden. Ihr seht es ja, wir haben den Operationsschiff vorbereitet. Wir müssen die irgendwie herlocken. Das nicht die Puppe aufschneiden, sondern die echte. Habt ihr den Move von Player A001 gesehen? So richtig cool, eine Rolle. Weißt du, was das bedeutet? Dieser Spieler ist ja richtig sportlich. Der ist auch richtig gut drauf, der ist motiviert, das heißt, er ist selbstbewusst. Er weiß, dass er das Spiel gewinnt. Ich glaube auch, dass er gewinnt. Okay, die Puppe schaut, sie findet ihn nicht, oder? Oh, er bewegt sich wieder. Er macht richtig coole Moves. Er steht sogar auf, ohne mit den Händen sich abzudrücken. Weiter noch eine Rolle. Oh, jetzt hat er sich hingelegt. Sieht er das, was er macht? Und die Puppe, ich glaube, die sieht ihn nicht, weil die unter seinem Sichtfeld ist. Natürlich, der Spieler ist richtig klug. Er hat sich ins Gras gelegt, so kann die Puppe ihn gar nicht sehen. Ihr seht, wie lange die Puppe das Spielfeld analysiert und ihn nicht findet. Und er liegt da nur und chillt sein Leben. Ich glaube, er weiß ganz genau, dass er gewinnen wird. Er weiß es selber. Okay, die Puppe hat sich wieder umgedreht. Der Spieler legt los, er robbt sich oder er wälzt sich nach vorne. Warte. Oh, jetzt legt er sich komplett hin ins Gras. Grün auf grün. Der macht eine Pause und tarnt sich noch dabei und die Puppe ist komplett überfordert. Schaut es sich an. Der Spieler liegt und bewegt sich nicht. So hat die Puppe keine Chance. Es geht los. Warte mal, er geht zurück. Er ist sich so sicher, dass er sogar ein Stück des Weges zurückgeht. Wie cool ist das denn? Er legt sich einfach da hinten auf den Boden. Legt sich einfach hin. So sicher ist der Spieler in diesem Spiel. Ich bin so froh, dass wir die Drohne gestartet haben und ich kann es gar nicht abwarten, diese Puppe in echt aufzuschneiden. Aber wir gucken erst das Spiel zu Ende, weil das ist so extrem spannend. Ich will unbedingt wissen, wer gewinnt. Ich glaube, er verarscht die Puppe, oder? Ja, glaube ich auch, weil er ist sich so sicher, dass er gewinnt. Schaut es sich an, die Puppe sieht ihn jetzt direkt stehen. Was macht er? Er bewegt sich nicht. Sie darf nichts machen. Der Spieler ist einfach gut. Ja, so, und wenn er sich bewegt, erst dann wird er eliminiert und das weiß der Spieler. Schaut es sich an. Das ist echt spannend, Mann. Jetzt läuft er vor bei grünem Licht. Und er wird langsamer und er steht. Weil jetzt kommt rotes Licht. Ihr seht es, wie cool ist das denn? Die Aber Puppe. merkst du was? Der Spieler kommt immer näher jetzt. Ich Er ist schon sehr, sehr nah an der Puppe dran. Er hat gleich das Squid Game Spiel gewonnen. Sobald er im Tor ist, hat er gewonnen. Und die Puppe dreht sich wieder um und jetzt ist er gleich da. Ihr seht es. Oh mein Gott, was macht er? Ich weiß nicht, die Puppe wartet. Er wartet und der Spieler bewegt sich nicht. Irgendwas hat der Spieler vor. Der Spieler hat einen Plan. Er hätte eigentlich laufen können, aber er ist nicht gelaufen. Er hat sich umgeguckt, ob da jemand anders Dafür noch läuft er jetzt, weil er einen Plan hat. Der Spieler hat einen Plan. Er wird gewinnen. Schaut es sich an. Er ist so kurz vom Ziel und dann gewinnt er das Squid Game Leute, Spiel. lasst ein Like da für diesen Spieler. Er wird gewinnen. Ich bin so heiß. Oh Mann, er stolpert. Oh nein, beweg dich doch nicht. Er darf sich nicht mehr bewegen. Warum bewegt er sich nicht? Weil er seinen Fuß verletzt hat. Er bewegt sich. Nein, bitte nicht. Was passiert hier? Naja. Er wurde eliminiert. Ich war mir so sicher, dass der Spieler gewinnt. Wirklich wurde er eliminiert. Ich Schauen wir flieg mal näher nach. ran. Ja, er bewegt sich nicht mehr. Und dieses Mal bewegt er sich wirklich nicht mehr. So knapp vor dem Ziel hat er sich die Knöchel verstaucht und ist umgekippt. Der arme Spieler, Leute, lasst ein Like dafür den armen Spieler. Ich dachte wirklich, er gewinnt 001. Aber das war ja nicht der Sinn der Sache. Wir wollen ja die Puppe zu uns nach Hause locken. Die lebensgroße, echte Puppe. Deshalb ist es jetzt wichtig, mit der Drohne an der Puppe dran zu bleiben. Sie bewegt sich weg. Schaut euch das mal an. Habt ihr die Puppe jemals laufen gesehen? Ja, wie ein Roboter, oder? Was ist hier los? Warum läuft die? Wir folgen der, oder? Natürlich, wir müssen unbedingt jetzt mit der Drohne hinterher, weil wir wollen sie ja heute aufschneiden, die Puppe. Schau mal, die läuft da zu dieser Tischtennisplatte. Denkst du, die hat da was vor? Nee, oder? Die läuft vorbei. Die läuft so komisch. Aber man muss auch sagen, sie ist ja eine Art Roboterpuppe. Ist doch klar, sie sucht weitere Spieler. Sie sind alle eliminiert und sie sucht neue Spieler. Natürlich, dieses Spiel ist beendet. Der Spieler hat verloren. Was macht sie jetzt? Ich stelle mich freiwillig zur Verfügung. Ihr dürft gerne mit uns spielen. Hauptsache, sie kommt zu uns hier nach Hause und dann können wir sie aufschneiden. Sie muss irgendwie dazu gebracht werden, dass sie zu uns kommt. Aber wir schauen jetzt erstmal, was sie vorhat.
Sie läuft, schaut sich um, läuft, schaut sich um, wie sie halt ist bei grünes Licht, rotes Licht, genau Vielleicht gleich. sucht sie gerade neue Spieler, aber wir haben gesehen, es war nur ein Spieler dort, sonst niemand mehr. Sie bewegt sich jetzt langsam auf diese Rutsche zu. Ah, die läuft sogar hoch, die Treppen, die Stufen. Hä? Was macht die jetzt da oben gleich? Vielleicht hat sie von da oben eine bessere Aussicht und kann mehr Spieler finden. Das kann sein, vielleicht guckt sie jetzt gleich von oben ganz weit weg überall hin. Ja, du siehst jetzt, sie steht vor der Rutsche. Perfekt, da hat sie nämlich den perfekten Platz gefunden, um alles zu beobachten. Aber am besten ist natürlich, wenn sie uns entdecken würde, weil wir wollen sie ja aufschneiden, die Puppe. Ich spiele jetzt mit unserer Drohne grünes Licht, rotes Licht. Sie dreht sich weg, ich fliege und wenn sie sich umdreht, bleibe ich stehen, okay? Aber nicht zu nah ran. Und ich bewege mich nicht. Bewegst du dich Sie nicht? guckt aber bei uns an. Sie guckt uns an. Oh mein Gott, ich will nicht, dass sie unsere Drohne eliminiert. Sie dreht sich weg, ich fliege weiter, Leute, Mann, es macht richtig viel Spaß. Drohne, rotes Licht, grünes Licht. Grünes Licht, rotes Licht mit der Drohne? Mal gucken, ob sie uns findet, wenn ich unter ihr bin. Okay, und ich bewege mich nicht. Warte, Sie guckt, oder? Sie hat uns entdeckt. sie guckt da runter. Ich glaube, sie guckt zu uns runter, oder? Sie hat leicht nach links oder rechts Ihr seht geguckt. es, ich habe die Fernbedienung nicht in der Hand. Okay, jetzt fliegen wir weiter, Leute. Die Oh! Oder sie wollte die Rutsche rückwärts runterrutschen. Ich weiß nicht, was mit ihr. Sie stellt sich hin, sie fässt sich an das Bein. Ja, was ist denn jetzt passiert? Hatte sie gerade einen Ausfall von der Mechanik? Das kann sein, vielleicht hat sie einen Neustart gemacht. Stromausfall? Achtung, sie dreht sich wieder. Achtung, Sie dreht sich um. okay, sie schaut Okay. uns wieder an. Spielt die jetzt wirklich mit unserer Drohne rotes Licht, grünes Licht? Ich spiele Squid Game zumindest 2? mit ihr, ja. Oder Squid Game 3. Ist das neue Spiel mit Drohnen? Ist mir aber zu heiß, Flex. Ich fliege jetzt gleich, wenn sie sich umdreht, wieder zurück mit der Drohne. Okay? Okay, dann lieber zurück ein bisschen. So, weil oder? wir wollen die ja immer noch aufschneiden. Es geht darum, wir wollen eigentlich gar nicht das Spiel spielen, vor allem nicht mit unserer Drohne, sondern wir wollen sie aufschneiden. Ich will wissen, was sich in der Squid Game 2 Puppe befindet. Was ist in ihr drin? Eben, das ist die Hauptfrage. Sie rutscht. Oh mein Gott, die rutscht. Die ist wirklich die Rutsche gerutscht. Und? Und jetzt? Sie schaut uns an, oder? Nee, die hat doch die sieht doch auf jeden Fall unsere Drohne. Sie ist so nah. Okay, aber wir haben uns wieder nicht bewegt, deswegen haben wir es vielleicht gerade wieder gestanden. Oh, oh. Ich habe mich bewegt. Ich hoffe, sie hat es nicht gesehen. Sie hat es gesehen! Sie hat gesehen, dass sich die Drohne bewegt hat, obwohl sie sich umgedreht hat. Aber sie kann uns nichts antun. Sie kann eine Drohne ja nicht eliminieren. Nein, wie soll denn das funktionieren? Das geht nicht. Wir sind ja auch kein Spieler. Die Aber Drohne ist kein Spieler. Das bedeutet, ich bin richtig gut geflogen. Die ganze Zeit, wenn sie uns angeguckt hat, habe ich mich nicht bewegt. Aber jetzt auf einmal... Was macht sie da? Sie läuft gegen die Mülltonne? Sieht sie den nicht oder wie? Leute, wieso ist die Puppe einfach neben dem Mülleimer hin und kann nicht vorbeilaufen? Ist doch klar, das ist einfach nur eine Puppe. Das ist künstliche Intelligenz. Die hat einfach nicht so viele Gehirnzellen. Ah, die läuft einfach immer geradeaus, egal ob da irgendwas im Weg ist und läuft einfach drauf. Die merkt es einfach nicht, ja? Hey, sie hat's geschafft. Hat zwar ein bisschen flieg lieber nach hinten. Hey, nicht zu nah. Sonst eliminiert sie wirklich noch irgendwie, weshalb auch immer unsere Drohne. Wir sind Und auf schau jeden mal. Fall 1-2 Meter über ihr. Sie kann uns eigentlich nichts antun. Die guckt genau in die Drohne, Leute. Ihr seht es, Leute, lasst ein Like da. Die schaut genau in die Drohne. Sie dreht sich weg. Oh Gott sei Dank. Denkst du, sie will wieder spielen? Weil ihr Blick ist wirklich gefährlich. und Ich böse. bewege mich wieder. Achtung, wenn sie sich umdreht, höre ich auf, mich zu bewegen. Und... Ich bewege mich. Nein, Flexi. Oh. Der Wind drückt unsere Drohne. Aber das zählt doch nicht, der Wind. Ich warte. Okay. Oh. Mann, Freunde, ich habe keine Lust mehr auf rotes Licht, grünes Licht. Wir müssen diese Puppe hier zu uns nach Hause bekommen. Ja, und das Vergessen ist die es nicht. Frage. Ist immer noch dazu da, dass wir sie aufschneiden wollen. Und jetzt schauen wir mal, was... Die läuft Schon gegen die wieder. Tischtennisplatte. Erst war es der Mülleimer, jetzt ist es die Tischtennisplatte. Die ist ja so wie ein Zombie. Ihr kennt ja diese schlauen Zombies, die einen verfolgen. Und dann gibt es auch ganz blöde Ja. Zombies und dumme Zombies. Haben wir gerade gesagt, die kann nur geradeaus laufen irgendwie. Aber sie Zumindest. folgt uns. Ach, stimmt, sie folgt langsam der Drohne. Wenn sie der Drohne folgt, dann können wir sie doch heimlocken. Ja, aber wir müssen langsam sein. Du siehst, wie langsam sie läuft. Das heißt, du darfst nur langsam zurückfliegen. Immer weiter weg. Oder? Dass sie uns hinterherkommt. Macht sie. Ihr seht es ja, sie läuft. Leute, endlich! Sie folgt jetzt der Drohne. Das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Aber sie läuft langsam. Okay. Der Spieler 001 aus Squid Game Staffel 2 ist gerade auf der Flucht. Und wir vermuten, dass der Wächter ihn verfolgt. Wir wissen es aber noch nicht, weil wir ihn nicht sehen. Aber wir sehen ihn. Ihr seht Spieler 001, wie er rennt. Leute, lasst mal alle jetzt ein Like da. Ihr seht, wie er wegrennt. Und wir verfolgen ihn mit der Oh, Drohne. der ist übel schnell. Warte, ich habe ihn verloren. Wo ist Nein, der? da ist er. Da vorne, Leute, wir verfolgen. Wir lassen einen dicken Like da. Fett. Er rennt immer noch. Aber wohin rennt er denn? Ich habe keine Ahnung. Das Wichtige ist, von wem rennt der weg? Rotes Licht, grünes Licht, rotes Licht, grünes Licht. Ihr seht es ja. Ich sehe keinen Wächter, aber du siehst aus wie eine Puppe. Er bleibt stehen. Er hat sich auf die Bank Wir müssen uns konzentrieren. Leute, ihr seht es, er ist außer Atem. Er hat keine Puste mehr. Wir wissen ja auch gar nicht, wie lange er schon am Rennen ist. Wie heftig ist es? Vielleicht rennt er schon seit einer Stunde. Weißt du das? Weiß ich auch nicht, Leute, Mann. Ihr lasst ein Like da. Gut, dass ihr eingeschaltet habt. Schaut das Video bis zum Schluss. Mal gucken, was hier noch passiert. Schau mal, er schaut sich um. Er glaubt, er ist sicher.
Niemand verfolgt ihn mehr, denkt er. Meinst Deshalb du, schaut er sich um, so links, rechts, überall. Schau mal, er zeigt, dass er 001 ist. Das ist der erste Squid Game Spieler überhaupt. 001. Und ich bin 4, 5, 6. Dann schaut mal, wie viele Spieler es gibt. Krass. Aber er schaut sich um. Das Gute ist, er hat ihn abhängen können, sein Verfolger. Sehen wir noch jemanden? Nein, wir sehen nur Squid Game Spieler 1. Aber er fühlt sich zu sicher, weil er seine Schuhe putzt und sein Outfit. Das heißt aber, wenn er damit fertig ist, wird er wahrscheinlich danach woanders hingehen. Keiner setzt sich so gemütlich auf eine Bank, wenn er sich nicht sicher ist, dass er in Sicherheit ist. Jetzt fühlt Warte! Da ist der rote Wächter. Ihr seht ihn rechts, er schleicht sich gerade von hinten an Spieler 001 an. Das ist gefährlich. Der Wächter kommt von hinten. Und er sieht ihn nicht. Der Spieler von Squid Game sieht ihn nicht. Aber ich glaube, der Wächter hat ihn gefunden. Oh nein. Ihr seht es, er zielt auf den Spieler. Bitte renn weg. Leute, lasst alle ein Like da. Der Spieler von Squid Game muss jetzt wegrennen. Renn weg. Der Wächter darf auf keinen Fall Spieler 001 von Squid Game eliminieren. Er kommt immer näher. Er kommt immer näher. Und der Spieler weiß noch nichts. Dreh dich um. Oh. Jetzt hat er ihn. Er hat ihn. Und er hat die Hände hochgenommen. Oh nein, er hat ihn. Schade, dass wir keinen Ton haben. Schade, dass wir nicht hören, was die gerade reden. Wieso bist du denn nicht einfach weitergerannt, Spieler 001? Wir können es nicht wissen. Wir können nur zuschauen und ihr schaltet auf gar keinen Fall dieses Video ab. Denn jetzt wissen wir selber nicht, was passiert mit dem Spieler und dem Wächter. Das ist genauso spannend wie die Squid Game Staffel 2. Squid Game 2 ist ja draußen. Wie cool ist das? Jedes Spiel ein Genuss. Heftig, aber das ist schon noch viel krasser, unser Das Video. echte Spiel. Das ist in Real Life, im echten Leben, Leute. Sowas habe ich noch nie erlebt auf Schau mal, der Spieler muss sogar auf die Knie gehen. Er redet mit jemand. Er kriegt gerade eine Durchsage, ihr hört es. Mit wem telefoniert denn jetzt der Wächter? Vielleicht mit Frontman, dem Chef von Squid Game. Und er gibt ihm Anweisungen. Was er zu tun hat. Schau, dreimal irgendwas, aber was? Was dreimal? Wir können es nicht hören. Er hat gerade, der Wächter hat eine Anweisung bekommen, ja. 3 Liegestützen. 1, 2... Warte. 3, er hat es geschafft, Gott sei Dank, Spiel bestanden. Das erste Spiel hat der Spieler auf jeden Fall bestanden, es waren 3 Liegestützen. Und du siehst es, der Wächter zieht auch nicht mehr auf ihn. Okay, doch, aber was passiert jetzt? Aber das kann doch nicht sein, das ist doch nicht das einzigste Spiel. Da werden doch jetzt ganz viele Spiele folgen. Vermutlich hat er über das Telefon viele weitere Anweisungen bekommen. Oh nein. Nochmal auf die... Okay, was anderes. Ah, diese Sprünge. In die Kniebeuge rein und dann muss man springen. Auch 3-mal? 3-mal? Oder 5-mal? Nein. Doch. 5-mal. Es waren 5-mal. Ihr habt es gesehen. Oh mein Gott, jedes Spiel. Und was passiert aber, wenn der Spieler verliert? Ihr wisst, was passiert. Der Spieler wird eliminiert. Das Ja, darf auf keinen hoffentlich Fall passieren. nicht. Ey, wenn das wäre schlecht. Natürlich. Deshalb dürfen wir das auf keinen Fall zulassen. Jetzt muss er auf einem Bein hüpfen? Auf einem Bein? Oder stehen, balancieren. Und wie lange? 5 Sekunden? Du kennst... Oh, er ist umgekippt. Oh nein, er hat das Spiel verloren. Nicht, dass er jetzt eliminiert wird, Leute. Schaut euch an, was der Wächter macht. Der packt ihn hier. Der packt ihn hier. Am Kragen. Und zieht ihn wieder hoch. Hä? Was jetzt? Leute, Oh nein. ihr seht, Sag mir nicht, jetzt das Spiel ist vorbei. Game over. der Wächter läuft auf jeden Fall auf Spieler 1 zu. Leute, lasst jetzt alle mal ein Like da. Der Spieler muss gewinnen. Immer muss der Spieler Ihr gewinnen. seht es ja, wir fliegen hier gerade live im echten Leben. Und zwar mit unserer Boah. Drohne. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gesehen? Natürlich. Die haben in die Luft geschossen. Die kämpfen. Oh nein, die kämpfen. Boah, das ist spannend. Vielleicht Spieler 1 muss gewinnen. Was passiert Die kämpfen. hier? Ich kann gar nicht hingucken, so aufregend ist das. Pass auf, aber du musst die Drohne steuern. Er flüchtet. Spieler rennt 1 weg. rennt weg. Ihr habt's gesehen und der Er Wächter. schafft es. Der Wächter holt sein Instrument zur Das hat Verteidigung. er weggeschmissen. Oh mein Gott. Renn weg, er schafft es, Leute. Spieler 1 gewinnt. Aber der Wächter Oh. ist sehr schnell. Der ist sehr, sehr schnell. Oh mein Gott, er hat wieder geschossen. Habt ihr es gehört? Ihr habt's gehört und dadurch ist Spieler 1 stehen geblieben. Ich wär Natürlich. ich wär Jeder auch- bleibt dann stehen, wenn der Wächter so etwas macht. Und jetzt legt er ihn zur Seite. Nein, er muss wieder zurück. Sie laufen zurück zu dieser Bank. Da waren sie gerade. Spieler 1 ist weggerannt. Er wollte flüchten, hat es nicht geschafft. Und jetzt geht's wieder zurück Ich zur würde Arena. zu gern wissen, was der Wächter als Ansage bekommen hat am Telefon. Ich würde es gern wissen. Das haben wir leider und können wir auch leider nicht hören. Deswegen müssen wir das Video bis zum Ende jetzt schauen, damit wir wissen, was er gesagt bekommen hat. Ich muss unbedingt wissen, was jetzt mit dem armen 001-Spieler von Squid Game 2 passiert. Ich glaube, es gibt gerade jetzt ein neues Spiel. Schauen Sie an. 5? Irgendwas mit 5 hat er Okay, gezeigt. der 5. Wächter. Und was? 5 mal was? Was? Ja, 5 was? 5 mal 1, 2, 2, 3, 4, 5. Bestanden, oder? Spiel?
5. Genau, er zeigt doch. Habt ihr gesehen, der Spieler zeigt doch mit der Hand 5 Und der Wächter hat gerade zum ersten Mal einen Daumen hoch gegeben. Okay. Das ist Leute, spannend. vielleicht geht das Spiel noch weiter in die nächste Runde. Aber jedes Mal, wenn ein Spiel ansteht, muss er aufstehen und dann setzt sich der Spieler wieder auf die Knie. Ich weiß auch nicht, wieso das so ist, aber vielleicht deshalb, dass der Wächter immer alles im Blick hat. Oh, ich glaube, es geht hier um Tauziehen, Flexi. Um Tauziehen? Ja, schau dir mal Wie den im Abstand Squid Game. an. Ja, schau dir den Abstand an. Er kriegt wieder einen Anruf oder eine Durchsage. Eine neue Ansage. Neues Wahrscheinlich Spiel. vom Frontman. Oder von einem anderen Wächter. Das Wer kann ist es natürlich denn? auch sein, der Schau. Wächter mit dem Viereck. Ihr seht es, wie er telefoniert. Oh nein. Oh nein. Was ist hier los? Was ist hier los? Wo ist der Spieler? Das ist der Spieler. Das ist der Ich Spieler. dachte, er ist abgehauen. Nein, geht ja nicht. Wie soll man denn da abhauen, wenn der Wächter genau vor dir steht? Guck mal, wie lang die Ansage ist. Es muss ein richtig spannendes und langes Spiel sein. Was es Oder ist. ein gefährliches Spiel, wo der Spieler nur verlieren kann. Okay, hast du es gesehen? Der Spieler wollte gerade entkommen, weil der Wächter nicht mehr auf ihn gezielt hat. Ja, weil er telefoniert. Er ist abgelenkt gewesen, aber keine Chance hat der Spieler. Jetzt hat er aufgelegt. Leute, ich bin gespannt, was für ein Spiel jetzt ansteht. Hier bei Squid Game 2. Ich will jetzt wissen unbedingt... Nee, die müssen irgendwo... Oh nein! Wohin? Irgendwo hinlaufen? aber und der warum? Spieler wusste nicht wohin. Na, das muss doch der Wächter sagen, wohin die laufen. Ja, eben, doch. Es geht wieder in die andere Richtung, oder? Ist da hinten vielleicht die Arena? Vielleicht ist da hinten die Squid Game Arena. Oder dort ist ein ganz neues Spiel aufgebaut. Das wäre viel zu... Das nächste Spiel ist nicht dort, sondern woanders. Ich hoffe, da ist ein Spiel aufgebaut. Lasst ihr mal ein Like da. Das wäre viel zu cool, Das Mann. Wichtigste ist, dass wir jetzt beiden mit der Drohne folgen, dass wir das nächste Spiel sehen können. Und die zwei haben uns noch nicht mal bemerkt. Das heißt, wir sind sicher. Wir sind ja auch hier bei uns im wie Hauptquartier. sollen wir denn uns überhaupt bemerken? Die sind so tief im Spiel drin. Warte, da kommt ein Auto. Er salutiert dem Auto. Das bedeutet, da ist jemand im Auto, den er kennt. Frontman, ihr habt gesehen, das Auto war komplett schwarz, abgedunkelte Scheiben. Der wollte mal nachschauen, ob da auch alles richtig funktioniert mit dem Wächter. Ja, wahrscheinlich hat der Frontman jetzt die Arena verlassen und wird jetzt nach Hause chauffiert. Weil das Spiel... Oh nein, er ist hingefallen. Ich hab nicht aufgepasst. Er ist gestolpert über seine eigenen Beine. Boah, schau mal, wie Mit einer Hand hat er den Spieler einfach so hochgezogen. bedeutet, der Wächter ist übertrieben stark. Nicht so wie wir. Der Wächter ist sehr, sehr stark. Er packt ihn einfach so und zieht ihn hoch. Zum Glück sind wir nicht die Person 001. Zum Glück bin ich 4, 5, 6. Zum Glück muss ich das nicht durchmachen. Und ich bin die Puppe. Und zum Glück sind wir nicht live vor Ort, sondern nur unsere Drohne ist dort. Aber ich muss sagen, es ist sehr, sehr spannend, das zuzuschauen. Hier ist Squid Game 2 in echt. Deshalb, Wahnsinn. Leute, lasst jetzt alle mal noch ein Like da. Und schreibt mal in die Kommentare, habt ihr schon Squid Game gesehen? Ja oder nein? Einfach mal in die Kommentare schreiben. Das würde richtig cool sein. Wohin geht's denn jetzt? Zur Arena Ja, wahrscheinlich. aber wie lang ist denn der Weg zum nächsten Spiel? Du weißt, bei Squid Game sind 456 Spieler am Start, Flexi. Das dauert, da brauchst du eine Riesenarena. Das heißt, die Spiele sind riesengroß, aber auch sehr gefährlich. Das Krasse ist auch, wir wissen nicht, wie viele andere Spieler schon eliminiert wurden. Wir sehen hier nur 001, den ersten, Il Nam. Stimmt, wenn es der 001 ist, wissen wir nicht, wie viele Spieler schon danach da sind. Warte, die argumentieren. Player 1 argumentiert. Die wollen Schere, Stein, Papier spielen. Gegeneinander. Ich bin gespannt, ob der Wächter sich darauf einlässt. Und macht er's? Nein, bis jetzt noch nicht, Flexi. Er bleibt einfach stehen. Guck mal, der Spieler sagt, er will unbedingt Schere, Stein, Papier Und spielen. er hat so gemacht, das bedeutet, wenn er gewinnt, ist er frei. Und wenn er verliert, kann er ihn eliminieren, hat er gezeigt. Die spielen. Und wer gewinnt? Unentschieden. Unentschieden, beide Schere. Beide Stein. Das gibt's doch nicht, so spannend. Nochmal. Beide Beide Papier. Jetzt haben die alles durch. Alle drei. Keiner hat Jetzt gewonnen. regen sie sich Wow, auf. wow. Ja, alle drei Runden gingen unentschieden aus. Natürlich. Wie krass ist das denn? Aber der Spieler darf sich doch nicht aufregen, der... Warte. Geht's weiter? Nein, sie machen nur eine einzige Runde. Eine- Eine einzige Runde. Die finale Runde. Es kann nur einen Gewinner geben. Ich kann gar nicht hinsehen. Papier. Und? Er rennt unentschieden. Obwohl er unentschieden ist, er rennt einfach weg. Schau dir das an. Aber Was schafft er es? Nein, er rennt. Er rennt. Oh, habt ihr das gehört? Keine Er hat Chance. einen Warnschuss abgegeben. Und was ist? Der Spieler bleibt natürlich stehen. Sofort 001. Aber ich muss 001 richtig großen Zuspruch geben. Der hat richtig was riskiert. Natürlich, er hat's voll drauf. Er hat selber Spiel gemacht. Er hat selber ein Spiel in Squid Game 2 gemacht. Und er versucht jedes Mal zu flüchten. Er ist richtig fix. Er ist echt cool drauf. Warte, Aber jetzt warte. am Ende wird er Warte. wieder... Pass auf, nicht zu nah. Der Spieler, er braucht unsere Hilfe. Spieler braucht unsere Hilfe. Er hat die Drohne gesehen und sagt, er wird verfolgt vom Wächter. Er will, dass wir kommen. Ja, aber wie sollen wir denn da hingehen? Bist du verrückt? Ich gehe doch nicht freiwillig zum Wächter. Doch, er sagt,
Helft mir, helft mir, helft mir! Nein, ich bleib hier sind wir sicher und ihr zu Hause seid auch ganz, ganz sicher. Niemand will freiwillig zum Wächter gehen. Ich flieg lieber weg, weil er zieht auf mich, der Wächter zieht auf mich. Wenn die Drohne kaputt ist, dann bringt es uns auch nicht. Dann können wir doch gar nicht mehr zuschauen. Er rennt wieder, er rennt! Spieler 001 rennt wieder! Weil Wächter bei uns war wegen der Drohne. Und er hat wieder einen Warnschuss abgegeben. Bleibt wieder stehen. Das ist so spannend. Der dieses Spieler schafft es aber wirklich nicht, einfach zu entkommen und wegzurennen. Ihr seht es ja, die diskutieren wieder, allein, dass sie so viel diskutieren. Der Wächter, muss man aber auch sagen, der hat richtig große Nerven. Aber der Spieler gewinnt die ganze Zeit und er kommt trotzdem nicht frei. Nee. Er hat die Liegestützen gemacht, das Hüpfen gemacht, auf einem Bein stehen, Schere, Stein, Papier. Du hast recht. Was noch alles? Vielleicht kann er gar nicht gewinnen. Vielleicht gibt es keinen Gewinner. Egal, was er gewinnt, er wird nie gewinnen. Egal, was er macht, er verliert so oder so. Das wäre richtig traurig. Leute, lasst jetzt alle mal ein Like da für diesen krassen Spieler aus Squid Game. Eigentlich bekommt der Gewinner von Squid Game 2 ja diesen riesen Jackpot, das ganze Geld. Aber 001 bekommt seine Freiheit. Warte mal, hast du gesehen? Was war? Der Wächter hat gerade das Handy von Spieler 1 aufgehoben. Oh nein, man darf doch keine Handys haben. Und jetzt ist der Wächter ganz schön wütend. Ja, natürlich, man darf in den Spielen natürlich keine Handys haben. Das bedeutet, Spieler 1 hat sogar ein Handy in Squid Game eingeschmuggelt. Ja, aber jetzt ist es weg, jetzt hat's der Wächter. Schau dir das an, Alter, dass der Wächter noch nicht ausgerastet ist ein Wunder. Oh, jetzt schuckt er ihn die ganze Zeit, bis er hinfällt. Schau Aber mal, Leute, der wird geschuckt, der Spieler. Du merkst es, der Wächter ist jetzt nicht mehr so gut drauf, der ist jetzt ein bisschen aggressiver. Und merkst du auch was? Es geht wieder zurück. Zur Bank. Ja, zur Bank, da hat doch alles angefangen. Ich kann diesen Schuss nicht mehr hören. Warum dauern diese Warnschüsse in die Luft? Natürlich, und jetzt schaut mal. Spieler ist fix und fertig, er ist kaputt. Und? Er will nicht mehr, er kann nicht mehr. Der Wächter kriegt einen neuen Anruf. Leider können wir es nicht hören. Schaut euch das an, er telefoniert wieder. Ich gehe davon aus, dass er jetzt gesagt bekommt, der Spieler ist kaputt, was soll ich machen? Der liegt ja nur noch auf der Bank, so kann man keine Spiele spielen. Ja, oder? Warte, schau mal, ja, der ist echt fix und fertig. Er hat keine Lust mehr. Er hat keine Kraft mehr, er ist einfach nur müde. Der hat jetzt locker 5 Spiele hintereinander gespielt und versucht immer abzuhauen. Ja, aber jetzt haut er nicht ab, oder? Was macht er? Warte, bewegt. Oh mein Gott. Er versucht unter der Bank durchzuklettern. Der quetscht sich da durch die Bank und der Wächter bemerkt es nicht. Natürlich nicht, weil er gerade telefoniert. Wie heftig ist es? Aber schau mal, der passt da nicht durch, der kommt da nicht durch. Der ist zu dick. Jetzt steht er wieder auf und warte, er macht was. Er klettert über die Bank, er versteckt sich hinter der Bank. Unter der Bank. Was ist jetzt los? Oh mein Gott, das wäre so spannend, Leute. Der Wächter dreht sich um. Und der Wächter? Er sieht ihn nicht. Der Wächter vermutet oder denkt, dass der Spieler 1 abgehauen ist. Schau mal, er guckt links und rechts. Er sieht ihn echt nicht. Er denkt, der Spieler wäre abgehauen. Guck mal. Der Wächter, du weißt, was passiert, wenn der Wächter ein Spieler entkommt. Der Wächter wird selbst eliminiert. Natürlich. Und das heißt... Nein, ich glaube, er hat ihn. Nein. Er hat ihn gesehen unter der Bank. Oh nein, er guckt drunter, drüber. Das war sehr, sehr, sehr knapp. Und ich dachte gerade, das Versteckspiel hat der Spieler gewonnen. Doch nicht. Ich würde gerne wissen, was der Wächter am Telefon gesagt bekommen hat. Das war ziemlich lange. Wir und ihr können es leider nicht hören. Wir müssen nächstes Mal die Telefone vom Wächter abhören. Was ist, wenn dem Wächter gesagt wurde, er soll Spieler 1 eliminieren? Ja, aber warum? Denn er hat jedes Spiel gewonnen. Ja, weil es einfach gar nichts um nichts geht. Ich weiß es doch auch nicht. Du spielst, damit du überlebst, aber am Ende wirst du eliminiert. Oh, warte, jetzt geht's in die andere Richtung. Du hast recht, wir gehen jetzt zu einer anderen Arena? Dahin sind wir noch nie gelaufen. Das ist ein neues Spiel, wo die jetzt hinlaufen. Es ist ein neuer Weg. Alles ist neu. Ich freue mich richtig, Mann. Vielleicht ist das finale Spiel und wenn er jetzt gewinnt, ist er frei. Du meinst das Endspiel von Squid Game? Das kann jetzt passieren, weil in der Richtung waren wir noch nie. Ich bin gespannt, Leute. Ich bin auch gespannt. Warte, warum bleibt der Wächter stehen? Ich weiß es auch nicht. Wieso bleibt der stehen? Ich habe keine Ahnung. Was macht denn der Wächter jetzt? Ich glaube, der Spieler hat das Spiel verloren. Du hast es gehört. Spieler 1 wurde eliminiert. Fliegt mal wirklich. Player eliminated. Player eliminated.